Ja, mein Name ist Dieter Kmiel. Ich arbeite hier im Sozialministerium Service seit 1989 und bin seit 2002 in leitender Funktion tätig und seit 2008 Abteilungsleiter, zuständig für Projekte für Sehbehinderte, insbesondere für schwerhörige und gehörlose Menschen, aber auch für Blinde und Sehbehinderte, und mache auch daneben auch noch eine ganze Unzahl von Projekten. Ja, persönlich bin ich etwas schwerhörig. Ich habe einen gehörlosen Bruder und bin daher eigentlich in 3 Welten aufgewachsen: in der Welt der Gehörlosen, ich kann auch Gebärdensprache, in der Welt der Schwerhörigen und in der Welt der Hörenden. Ja, was machen wir alles für diese Zielgruppe? Angefangen von Individualförderungen, das heißt, wir fördern Arbeitsplatzadaptierungen, wir zahlen Lohnkostenzuschüsse, damit betroffene Personen auch einen Arbeitsplatz finden. Wir machen aber auch sehr viele Projekte, unter anderem auch NEBA-Projekte wie Arbeitsassistenz, Jobcoaching, technischer Assistent, aber auch Qualifizierungsprojekte. Das heißt, wir versuchen, die beruflichen Perspektiven von Menschen mit Gehörlosigkeit im Speziellen zu erweitern. Das heißt, wir versuchen auch neue Berufswege für diese Leute zu finden, damit sie nicht immer nur im gewerblichen Bereich hängen bleiben. Unter anderem machen wir auch eine Ausbildung und finanzieren wir auch gemeinsam mit der AMS eine Ausbildung von gehörlosen Menschen zum Kindergartenpädagogen bzw. Pädagoginnen, eigentlich Assistenzpädagogen im BAföG, wo wir nicht nur die Ausbildung zahlen, sondern auch einen hohen Anteil an Gebärdensprachdolmetschkosten übernehmen. Wir versuchen heuer auch gehörlose Fahrradmechaniker, Fahrradmechanikerinnen auszubilden und noch vieles mehr. Ich sehe im Alltag bei uns eigentlich keine Probleme. Bei jeder Besprechung, bei jeder Dienstbesprechung, bei jeder Veranstaltung wird automatisch ein Gebärdensprachdolmetscher bzw. Dolmetscherin hinzugezogen. Also das funktioniert bei uns ganz, ganz gut, muss ich sagen. Man kann sagen, die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns gehörlos sind sehr gut integriert bei uns im System. Meine Empfehlungen sind eigentlich gar nicht so großartig. An und für sich braucht man eigentlich nur 2 Punkte beachten. Zum einen, man sollte jedem Menschen, insbesondere auch gehörlosen Menschen, eine Chance geben, sich zu beweisen. Man staunt dann wirklich, was sie alles zu leisten vermögen, wenn das Umfeld zustande kommt. Und der zweite, das ist die größte Empfehlung, ist Bildung. Je mehr Bildung man hat, desto besser kann man in den Arbeitsplatz integriert werden, beziehungsweise bekommt man auch die Chance. Und man kann nie oft genug betonen, Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg.